Ich bin Jara und heute wird mein Kindheitstraum wahr. Und zwar stelle ich euch den Jeep Wrangler vor. Alles hat angefangen mit dem Willys Jeep 1940. Und weil es so ein ikonisches Design ist, fangen wir gerade mal mit dem an. Mit markanten Merkmalen wie der 7-Slot-Kühlengrill, runden LED-Scheinwerfer und robusten Kotflügel. Und da haben wir 17 Zoll Leichtmetallfelgen mit dem Willys Jeep drauf. Inzwischen ist er zu einem Plug-in-Hybrid geworden. Man kommt rein elektrisch bis zu 55 km und hat einen Elektromotor von 145 PS. Gesamthaft hat er 380 PS. Jetzt aber zu dem, was der Jeep Wrangler wirklich ausmacht. Und so kannst du beim Jeep Wrangler jedes Panel auseinandernehmen. Die Türen, das Dach, den Kofferraum und das alles ganz einfach mit diesem kleinen Teil. Und du hast zusätzlich noch einen Ort, wo du deine Schrauben ablegen kannst. Und das gehen wir jetzt anschauen. Und so findest du ganz einfach hier im Kofferraum unten dran, kannst du hier all deine Schrauben verräumen. Et voilà. So, jetzt fahren wir los. Leider dürfen wir in der Schweiz so nicht losfahren. Wir bräuchten das Netz, haben wir nicht, das heisst, die Tür muss wieder dran. Wir haben hier sehr markante Rücklichter, eine zweiteilige Heckklappe. Im Kofferraum haben wir mindestens 548 Liter Platz bis hin zu 898 Liter. Durch das, dass wir auch diesen Teil hier hinten komplett wegnehmen können, haben wir hier noch einen Überrollbügel. Was wir auch noch haben, was hier hinten mega cool ist, ist, wir haben ein fettes Alpine Soundsystem und auch ein cooles Design ist hier unten. Haben wir hier einen blauen Abschleppbügel. Und das extra Rädchen dürfen wir natürlich nicht vergessen. Man weiss ja nie, wo man landet. Jetzt, dass die Tür wieder dran ist, gehen wir mal reinschauen. So, mal schauen, wie es sich hier hinten anfühlt. Da haben wir noch einen Henkel, falls man nicht hochkommt. So. Es ist jetzt, für ein SUV haben wir jetzt nicht mega viel Platz, ist aber noch voll okay. Ich bin auch nicht relativ gross. Wir haben hier auch, kann man alles jetzt wieder runterklappen, wir haben wieder genug viel Raum. An und für sich recht cool. Da, was ich recht cool finde, ist, wir haben hier zweimal USB-C und zweimal USB-A-Anschluss. Und, mega cool, da unten haben wir nochmal eine richtige Steckdose. Was auch noch wichtig ist zu erwähnen, die Boxen sind hier oben und nicht auf der Seite, dass man die Türen abnehmen kann. Auch hier haben wir wieder einen Henkel, den man sich aufziehen kann. Jetzt habe ich, weil wir hier oben offen haben, nicht müssen schauen, dass ich meinen Kopf anschlage. Sonst kann man das easy auf und zu machen mit dem Hebel hier an, dass es Softtop ist. Wenn man so hier hockt, hat es recht einen militärischen Charakter. Sehr viele grobe Knöpfe. Auch hier hat es einen recht groben Touch, eben mit den Schrauben und alles. Auch der 12,3 Zoll Touchscreen ist eher grob, reagiert super gut. Es erinnert einfach ein bisschen an Caterpillar. Allgemein alles ziemlich übersichtlich. Der erste Moment ist so, das erste Gefühl beim Reinhocken ist so, wow, okay, viele Knöpfe, aber eigentlich geht es voll. Da eben ziemlich alles übersichtlich. Auch da, wenn man da will, jetzt vom Parking ins Rückwärts oder ins Drive, haben wir da oben noch den Willys. Wenn wir da vom Willys weitergehen, haben wir genug Platz für Getränke, wie auch da easy viel Platz für alles, was man braucht. Ich finde, der Jeep Wrangler lässt sich extrem gut fahren. Er ist ja Hybrid, das heisst, wir haben auch 3 verschiedene Fahrmodi in dem Sinn, dass wir einerseits Hybrid haben, dann haben wir das Electric, also rein elektronisch, und ein E-Safe, wo er sich selber dann wieder aufladet. Das Fahrgefühl ist auch extrem gut. Es ist sehr rustikalisch, es hat seinen eigenen Charakter, was ich mega schön finde und ich auch finde, ist der Grund, um sich einen Wrangler zuzutun. Ja, wenn man nachher das Dach aufmacht, ist es einfach 10 von 10, meiner Meinung nach. Ja, so herzig. Hat das gerade jemand zugewunken? Liegt sicher am Jeep Wrangler, nicht an mir. Auch das Parkieren geht easy, das Ein- und Ausparkieren. Man merkt halt auch, er hat relativ viel, also ja, 380 PS insgesamt. Ich habe jetzt den Hybrid drin, das heisst, es ist halt einfach, ich finde es so cool. Also es ist wirklich, sorry fürs Unterbrechen, ich komme nachher zu den PS zurück, aber es ist so herzig, wie die Leute reagieren und einem anlächeln. Vielleicht liegt es daran, dass es ein kleines Dörfli ist, aber ich habe das Gefühl, es liegt am Jeep Wrangler. Ganz einfach. Zurück zu den PS. Er hat ja insgesamt 380 PS und die spürt man relativ gut. Zum Abbremsen, er reagiert extrem schnell. Also ich musste einmal kurz recht abbremsen und musste sagen, hey, mal, funktioniert. Und der Rest ist eigentlich voll easy. Touchscreen ist easy zum Bedienen. Alle Knöpfe, die man braucht, hat man hier griffbereit. Sollen wir mal schon schauen? So schneller darf ich nicht fahren. Aber es ist auch cool. Ich bin jetzt nur auf 80. Keine Sorge.
reagiert gut. Ich fühle mich sicher in dem Auto. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt mir gerade auseinandergeht, obwohl man alles auseinandernehmen kann. Also, it's a yes for me. So, und jetzt kommen wir zum Fazit. Der Jeep Wrangler, super geil zum Offroad-Fahren, ikonisches Design mit extremem Charakter und ich glaube, das ist ja der Grund, warum man sich so einen zutut. So, du willst auch einen zutun? Well, den günstigsten bekommst du im Sahara-Modell ab 94'000 Franken. Du willst ihn jetzt aber voll ausgestattet haben, dann kann er bis über 100'000 Franken gehen. Du willst so einen? Ja! Schreib es in den Kommentar. Nein, schreib es auch in den Kommentar. Ich heiße Yara und wir sehen uns.